So, hallo, mein Name ist Sebastian Gollers. Wir haben gerade gesehen, wie man eine Zigarre anschneidet, wie sie angezündet wird. Und bis es aber überhaupt so weit ist, bis eine Zigarre entstanden ist, braucht es unglaublich viele Schritte. Eigentlich beginnt man auf dem Feld mit der Bearbeitung des Bodens und dann geht's weiter mit den Tabaksetzlingen bis zum Schluss in der Manufaktur. Das wollen wir uns heute alles anschauen. Wir wollen eine kleine Dokumentation hier in Peru in der Tabacalera del Oriente machen und all diese Schritte aufzeigen, damit man sieht, wie viel Arbeit wirklich in so einer Zigarre steckt und wie lange es braucht, bis man sich eine Zigarre tatsächlich anzünden kann. Wenn wir über die Tabacalera del Oriente sprechen, müssen wir natürlich auch den Inhaber hier vorstellen, Gennaro Lettieri. Und der wird uns jetzt gleich mal seine Geschichte hier erzählen. Gennaro. Yes, hello, good morning all, good afternoon, good evening, wherever you are. Here from Peru, from Tabacalera del Oriente. My name is Gennaro Lettieri, and I'm telling you a bit of the history of Tabacalera del Oriente. We got here in 2003. We bought over a small company that was doing some cigars, that there were 3 people. Then we bought the lands, we bought the properties, and then we developed what we are now with the growing tobacco and doing cigars from seed to ash. Okay, so Gennaro, just tell me when did you start, when did you get into this cigar business or tobacco business? We got into, our family got into the business in 2003. We came to Peru to do some investments outside of Italy. We got here, there was a small company, and there was the opportunity to buy the properties. We bought the properties and we understood that here in San Martin, in 20 years before we came, there was doing a lot of production of tobacco. So we bought the properties that were processing this tobacco. So we thought of renewing and restructuring and do tobacco for cigars from seed to ash. So that's what we decided to do, and we went ahead for it because there were people that knew how to do it and how to manage this business. So that's how we got here. And nowadays, because of our production facility and our production contracts with ASP, which is a big company that is in Ecuador, we sell our tobacco to the big players like Davidoff, like Scandinavian Tobacco Group, like Altadis. So our tobacco, because of its quality and its taste, goes to the into the premium, super premium cigars of the world. We are also developing our cigars with Sebastian and with some other people, and we are one of the few that are doing from seed to cigar, because nowadays probably in the world there is maybe 10 companies that do from seed to cigars. Usually it's either people that do only tobacco, only cigars, only distribution, only trading, only. So it is a long process, because as you've seen in the documentary, it's a long process that takes over 2 years, and if you do cigars as well, it can take 2.5. So it is difficult and complicated, and it's, as I usually say it, it's like
a human chain that it's very, very long, because the process from seed to cigars can be more than 300 processes, and it's really, and I call it a long human chain, and it's very difficult to control 100% all the process. So you have to set up a nice team, a nice facility, and you have to have all the things in place. So this is what we're doing, and I hope when you are in Peru you come and visit, and thank you to Sebastian for the support that we have for the German market. Thank you, Gennaro, for presenting your Tabacalera. Wir werden uns jetzt gleich weiter die einzelnen Schritte anschauen in der Manufaktur, um nach und nach festzustellen, ja, wie es bis zur Zigarre kommt. Hier in der Tabacalera bekommen wir schon einen kleinen Einblick, welche Schritte notwendig sind bis zur Zigarre. Beispielsweise sieht man hier auf einem Bild, wie das Feld bearbeitet wird, hier unweit der Manufaktur. Dann haben wir hier die Tabaksamen, die notwendig sind, damit die Setzlinge entstehen. Hier kommen die Samen rein. Hier haben wir dann alles schon aufbereitet. Mal schauen, ob man irgendwo die Setzlinge ganz klein sieht. Hier sind sie dann schon auf dem Feld. Hier beginnt die Feldarbeit dann so richtig. Und ja, da geht es dann weiter mit Trockenschuppen beispielsweise. Und all diese Schritte wollen wir uns heute vor Ort anschauen, damit man einen Eindruck bekommt, wie lange es dauert, bis eine Zigarre hergestellt wird. Wir werfen jetzt erstmal ganz kurz einen Blick in die Manufaktur, wo schon gerollt wird, und machen uns dann auf den Weg zu den Tabakfeldern. Auf geht's! So, hier drinnen geht es dann zur Sache. Da wird gerollt. Wir sind jetzt an dem Ort angekommen, wo alles beginnt, wo ja, die Tabakpflanze entsteht, und das wird uns jetzt gleich mal gezeigt. Wir haben hier ein bisschen Erde, wir haben eine Mischung aus Tabaksamen,
Insektiziden und Asche. Und die Asche dient dazu, dass man später erkennt, wo schon die Samen drin ist. Also zum Schluss wird alles weiß oder grau bedeckt sein. Es ist an der Zeit, dass wir uns die Tabaksetzlinge mal anschauen, die kleinen Pflänzchen. Wir haben schon gesehen, wie wir das Saatgut ausstreuen. Es dauert dann ungefähr 7 Tage, bis es soweit ist und bis ein kleines Pflänzchen aus der Erde kommt. Hier, die sind jetzt schon deutlich älter. Nach 7 Tagen kommt die Pflanze ungefähr raus und dann dauert es zwischen 35 und 45 Tagen, bis das Tabakpflänzchen bereit ist für das Ausbringen auf das Tabakfeld. Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein, holen uns ein Pflänzchen und ziehen das einfach mal hier aus dem Karton hier raus. Hier zum Beispiel sind ganz kleine Junge, die dürften jetzt ein paar Tage alt sein, vielleicht eine Woche. So, ich ziehe jetzt hier mal so ein Pflänzchen raus und dann können wir uns anschauen, wie das Ganze aussieht, bevor es aufs Tabakfeld geht. Hier die ganzen Wurzeln. Ein paar Blätter sind dran, 5 Stück, und die wird jetzt bald ausgesetzt auf das Tabakfeld. So, ich lasse noch ein bisschen weiter wachsen, ein paar Tage bleibt die noch hier und dann geht's los zum nächsten Schritt. Und wir schauen uns jetzt auch gleich den nächsten Schritt an. Das heißt, wir gehen jetzt zur Ernte und danach geht es weiter zum Trocknungsprozess im Trockenschuppen. Wir sind jetzt hier auf dem Tabakfeld in der Nähe von Tarapoto in Peru und schauen uns gleich mal an, wie die Tabaksetzlinge aufs Feld kommen. Die sind jetzt ungefähr 45 Tage alt und damit bereit fürs Feld und für die Natur. So ein ganz wichtiger Punkt natürlich auf dem Tabakfeld ist neben dem Klima die Erde. Da hat uns Shenado von der Tabakmanufaktur erklärt, dass der pH-Wert eine große Rolle spielt. Der sollte bei 6,5 liegen, damit nicht zu sauer sein. Und ansonsten, was wir hier jetzt gerade sehen mit dem Traktor, was der Traktor hier macht, der säubert zum einen das Feld, das heißt, das ganze Gras wird entfernt, wenn der hier einmal durchgeht mit seinem Pflug. Gleichzeitig sorgt der Traktor dafür, dass die Tabakpflanzen mit frischer Erde auch wieder befeuchtet werden, Sauerstoff bekommen und im selben Moment wird ein bisschen gedüngt. Und das ist im Prinzip, was hier
immer wieder passieren muss, bis die Tabakpflanze dann groß genug ist, dass sie abgeerntet ist. Und das ist auch gleichzeitig dann schon der nächste Schritt, den wir uns anschauen werden. Das heißt, der Ernteprozess, die Einzelblattpflückung. Wir sind jetzt endlich bei der Tabakernte angelangt und schauen uns gleich mal an, wie die Dame das hier macht. Wie wir sehen, es handelt sich um eine Einzelblattpflückung. Also sie nimmt Blatt für Blatt von der Pflanze. Es muss dann richtig schön knacken. Das ist im Prinzip das Zeichen, dass es an der Zeit ist für die Ernte, dass das Blatt soweit ist und dass es dann weitergehen kann mit dem Trocknungsprozess. Ansonsten ist es so, man sieht hier, wenn man auf den Stängel der Pflanze schaut, dass unten schon abgeerntet wurde. Unten ist der Seko-Teil der Pflanze. Also die unteren Blätter nennen sich Seko. Darüber kommt der Viso-Tabak und ganz oben, was wir hier noch sehen, das sind die größten, robustesten Blätter. Das ist der sogenannte Ligero-Tabak. Der Ligero-Tabak ist verantwortlich für die Kraft letztendlich, für den Hitzekern einer Zigarre. Darunter der Viso-Teil, der ist für den Abbrand, für auch Aromen verantwortlich. Und ganz unten Seko ist vor allem für den Abbrand, ist eher ein leichterer Tabak geschmacklich betrachtet. So viel zur Ernte. Diese Blätter hier, der Ligero-Tabak, der wird noch ein bisschen länger dran bleiben, ungefähr eine Woche. Und dann werden auch die obersten Blätter der Tabakpflanze abgeerntet. Nachdem die Tabakblätter geerntet sind, kommen sie dann in den Trockenschuppen, wo wir jetzt sind, und werden dann aufgehängt. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie das genau vonstatten geht. Die Dame hier, ja, die spießt letztendlich immer 4 Blätter auf, 2 auf jeder Seite. Unglaublich schnell, wie sie das macht. Und die kommen dann auf so einen Stab und werden dann hier nach und nach alle aufgehängt. Jetzt sind wir am Ende des Trockenschuppens hier angelangt und sehen Blätter, die fast fertig getrocknet sind. Leicht trocken sind sie, aber die brauchen natürlich noch eine gewisse Feuchtigkeit und Elastizität. Und so sieht dann ein Blatt aus, wenn es ungefähr 45 Tage hier im Trockenschuppen hing.
Was eine Rolle spielt bei der Trocknung, ist natürlich das Klima auch, wie heiß es ist, wie feucht. Die Blätter an sich spielen eine Rolle, von welchem Teil es kommt von der Pflanze. Aber bei dieser Blattart zum Beispiel dauert es ungefähr 45 bis 50 Tage, bis die fertig sind. Und ganz wichtig ist die Trocknung letztendlich auch für den Geschmack. Und dabei spielt eine Rolle, dass es eben in einem dunklen Raum stattfindet, dass der ganze Trocknungsprozess sehr langsam abläuft. Das ist alles wichtig für den Geschmack einer Zigarre zum Schluss. So, wir sind jetzt in der Fermentationshalle. Hier riecht es richtig stark nach Ammoniak. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, was bei der Fermentation hier in der Tabacalera del Oriente in Peru genau passiert. Gennaro hat mir gerade erklärt, dass es wirklich eine seiner Stärken hier ist, die Fermentation, weil man nicht nur 2, 3 oder vielleicht 4 Monate fermentiert, sondern die Tabake hier 10 bis 12 Monate ablagern, fermentieren und ablagern. Und wir öffnen jetzt einfach mal so einen Ballen, der ist mit einer Jute-Decke geschützt. Und so sieht das Ganze dann aus. Also Tausende, vielleicht Hunderttausende von Tabakblättern, die hier übereinander gestapelt werden in mühsamster Handarbeit. Und dann ist die Frage, wann wendet man die Tabake, wann muss man den Stapel wieder auseinandernehmen und dann wieder zusammensetzen letztendlich. Und dafür ist ganz wichtig, Fermentation. Bei der Fermentation steigt, also die Tabakblätter müssen regelmäßig befeuchtet werden und die Temperatur steigt dann an. So funktioniert die Fermentation hier beim Tabak. Und dafür hat man hier ein Thermometer, das reicht bis in die Mitte des Fermentationsballens. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier für eine Temperatur haben. Im Moment sind wir bei 36 Grad Celsius. So, ich mache das mal wieder hier rein. Nicht, dass uns zum Schluss alles abfackelt hier. So, und die Temperatur muss jeden Tag überwacht werden. Und deswegen gibt es hier eine Dokumentation. Hier steht alles über den Tabak, wo angebaut wurde, wann er angebaut wurde, wann er geerntet wurde, wann er hier in die Tabakfabrik kam. Und hier sieht man dann das Datum immer und dahinter die verschiedenen Temperaturen. Und spannend ist dieser Punkt hier. Am 23.08. ist die Temperatur bis auf 50 Grad Celsius gestiegen. Und dann steht ein V darunter, das heißt, dass der komplette Ballen, dass er zu heiß ist und dass der komplette Ballen dann wieder abgebaut werden muss und neu wieder aufgebaut werden muss an einem anderen Ort hier. Und dieser ganze Prozess dauert 10 bis 12 Monate, bis die Tabake komplett fermentiert sind hier bei der Tabacalera del Oriente. Ja, und damit haben wir die Fermentation abgeschlossen. Ganz, ganz wichtiger Prozess, was auch den Geschmack angeht, weil da wird die Zigarre dann letztendlich weich, der Geschmack angenehm. Und wir schauen jetzt gleich, was nach der Fermentation hier mit dem Tabak passiert. So, wir sind nach und vor im Raum der Fermentation.
Und so ein Fermentationsballen muss immer wieder umgeschichtet werden. Am Anfang häufiger, so wenn ein Fermentationsprozess durch ist. Das kann am Anfang nach einer Woche sein, vielleicht nach 10 Tagen. Hängt von den Temperaturen ab, hängt vom Klima ab. Und dann wird umgeschichtet. Diesen Prozess sehen wir hier gerade. Nebenbei wird der Tabak wieder befeuchtet. Und man sieht auch, wie viel Arbeit da dahinter steckt. So einen Haufen abzubauen, zu befeuchten und dann hier in diesen Holzbehälter wieder neu aufzubauen. Und dann beginnt der Prozess, der Fermentationsprozess von vorne und jedes Mal dauert es dann länger. Und ich habe hier gerade so ein schönes Tabakblatt in der Hand aus so einem Ballen entnommen. Das ist schon richtig schön weich, fühlt sich samtig an und riecht auch schon richtig schön fein. Nach der Fermentation, die wir gerade gesehen haben, muss der Tabak dann wieder befeuchtet werden. Das passiert hier in diesem Raum. Da wird der Tabak besprüht mit Wasser und einen Tag später geht es dann weiter mit den nächsten Bearbeitungsschritten. Und bevor der Tabak dann weiter verarbeitet wird, kommt er hier in diese Säcke rein und dann geht es weiter im nächsten Raum, wo der Tabak sortiert wird und entwähnt wird. Jetzt sind wir in einem Raum, wo die Tabakblätter sortiert werden, entrappt werden, möglicherweise komplett aussortiert werden, weil sie nicht verwendet werden können. Das schauen wir uns hier jetzt mal an, auf den einzelnen Stapeln, die hier liegen. Und dann werden sie hier gepresst. Und dann geht es auch schon mit dem nächsten Schritt weiter, wo die Venen rausgezogen werden. So, alles was hier in diesem weißen Beutel drin landet, kann letztendlich nicht für die Long-Filler-Zigarre verwendet werden. Das bedeutet für eine Premium-Zigarre, die ganze Tabakblätter enthält. Das ist alles, was sie aussortiert, das landet dann in sogenannten Short-Filler-Zigarren. Also Zigarren, die in der Mitte nur Geschnipseltes letztendlich enthalten. Und wenn wir hier mal weiterschauen, hier drinnen sammeln sich dann die guten Tabake. Die sind jetzt von gestern beispielsweise und die werden dann weiter eingelagert und reifen dann. So, ich nehme jetzt hier mal so einen Stapel raus. Er ist hier auf der Seite richtig feucht, unten feucht und hier relativ trocken schon. Und ich halte hier einfach mal die Nase rein. Und das riecht schon überhaupt nicht mehr nach Ammoniak, das riecht schon richtig weich. Richtig fein und weich. Also bis dahin ist schon unglaublich viel passiert, was den Geschmack einer Zigarre dann später angeht. So, und von dem Sortierraum geht es dann weiter, nachdem die Tabakblätter sortiert sind, geht es weiter in den nächsten Raum und da schauen wir jetzt gleich mal zusammen hin. Da schließt sich dann möglicherweise nochmal ein Fermentationsprozess an. Und da sieht man wunderbar, wie so ein Stapel nach und nach entsteht. So, genau, hier ist das der Fall. Hier entsteht nochmal so ein Fermentationsstapel und hier wird dann nochmal ungefähr 2 Monate fermentiert. Das passiert nicht mit jedem Tabak, aber mit einigen. So, passt wahrscheinlich hier überhaupt nicht dazu, aber wir können ja gleich wieder wegräumen.
Nach den ganzen Bearbeitungsschritten, die wir gerade gesehen haben, mit dem Aussortieren der Tabake, Sortieren, Entrappung, mit jedem Schritt muss das Tabakblatt wieder neu befeuchtet werden, damit es bearbeitet werden kann. Und für die spätere Einlagerung ist dann ganz wichtig, dass es getrocknet wird, dass nur noch eine Feuchtigkeit von 7 bis 10% übrig bleibt, weil ansonsten kann es zum Pilzbefall kommen. Die Blätter können verrotten in den Ballen und deswegen nach dem Ofen werden die hier so aufgeschichtet, die Blätter, und lagern dann hier für eine Weile, bevor sie dann final eingelagert werden. Mittlerweile ist der Tabak fertig und wie uns Gennaro gerade erklärt hat, könnte man den Tabak, so wie er hier aus den abgewogenen Kartons rauskommt, eigentlich schon verwenden und eine Zigarre produzieren. Aber jede professionelle Zigarrenmanufaktur, die Top-Zigarren herstellen will, fügt nochmal einen Schritt ein. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Da geht es um den Lagerungsprozess. Und zwar werden hier die Tabakblätter entnommen, kommen dann hier in eine Presse rein. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und zum Schluss entsteht dann so ein Ballen, der nennt sich Parker. Der wird hier gerade zugenäht, also der ist voll gestopft mit Tabaken. ¿Cuánto pesa más o menos? 60, 60. Also dieser Ballen hier wiegt ungefähr 60 bis 70 Kilo, eine ganze Menge. Das heißt, es sind auf jeden Fall 2 Leute notwendig, um so viel Tabak zu transportieren. Und dieser Tabak lagert dann nochmal, je nachdem, 6 Monate bis mehrere Jahre ein. Also es können 6 Jahre oder im Extremfall vielleicht sogar 10 Jahre vergehen, bis der Tabak dann zur Zigarre verarbeitet wird. Und damit sieht man letztendlich, das ist ein Prozess, ähnlich wie beim Whisky auch. Es vergehen unglaublich viele Jahre von der Aussaat bis hin zum abgelagerten Tabak, bis dann überhaupt eine Zigarre entstehen kann. Also eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit mit vielen, vielen Produktionsschritten. Ein ganz wichtiger Schritt bei der Zigarrenherstellung ist der sogenannte Blending-Prozess, also die Mischung, die dann letztendlich den Geschmack einer Zigarre ausmacht. Und das wollen wir uns hier mal anschauen. Gennaro wird uns das ein bisschen erklären. Wir haben ja da auch schon mitgemischt und ein bisschen geblendet, auch in anderen Ländern. Und ja, hier, César City Acercas, hier sehen wir zum Beispiel fertige Zigarren. Man kann jetzt aber nicht einfach, die sind für den deutschen Markt entwickelt worden, die Texas Ecuador, man kann nicht einfach irgendwelche Tabake zusammenmischen. So, Gennaro, what do we need to know about blending? No, this is just to show it's like a cigar deconstructed. So we have the seco, which is the lower part of the plant for the burning. This is the filler, this area here, and this is binder and wrapper. This is the cigar deconstructed. First, you need the seco, which is the lower part of the plant, to give the combustion. You want to translate or it's no? Fine. Then you have the viso, which is a bit thicker. You can feel it in your hands, and also the smell starts to really develop from the seco, and it's what gives the aromas. And then there is the ligero, which is really a thick leaf full of oils, and it's which gives the kick, which gives the power
of the nicotine. So just to show that, and in each cigar there is probably 5, 6, 7 leaves of a Robusto, which is a 52, 50, 52. So this is very important to show, and for the blending process, you choose from 1 tobacco or 2 tobacco or 3 tobaccos. Maybe you put a Seco of Pelo de Oro, or maybe Aviso from another kind of tobacco, a Ligero from another kind of tobacco, or maybe an oldest harvest, or maybe a different harvest. Maybe it was a bit raining and the blends changes. Also, the wrapper and the binder, it gives, depends of the wrapper and binder, it can give some flavor, or it can be neutral to show more flavor from the filler. So it is, you have a few options that you can adjust the flavor and improve it, increase it in aroma, decrease it in strength, in the nicotine. Maybe it burns too quickly, so maybe you put too much Seco. So it's, and usually what we do in Tabacalera del Oriente is tailor-made for your market, for your blends. Yeah. So that's why it's very important for you to visit. We smoke, we try, no, let's do this, let's do that, and it's just trying and smoke and smoke and smoke. And ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass es also zum einen verschiedene Stufen des Tabaks gibt, von den verschiedenen Höhen der Tabakpflanze, was Gennaro gerade erklärt hat. Also ganz unten Seco, dann der Viso-Tabak von der Mitte der Pflanze und der Ligero, der für Kraft sorgt, vom oberen Teil der Pflanze. Dann spielt natürlich die Tabaksorte an sich eine Rolle. Und dann natürlich auch nochmal die ganze Fermentation und Ablagerung, was wir alle schon gesehen haben. Und jetzt hier machen wir die Brennprobe. Es gibt so eine Regel, ein Tabakblatt muss mindestens 3 bis 5 Sekunden weiter brennen oder glühen, dann ist es bereit für eine Zigarre. Ansonsten, wenn es diesen Brandtest nicht standhält, ja, dann kann man im Prinzip den Tabak vergessen, dann taugt er nicht für die Zigarre. Ja, soviel zum Blending-Prozess hier aus Peru von der Tabacalera del Oriente. Thank you, Gennaro. Thank you. Wir sind jetzt hier gerade in der Zigarrenproduktion angelangt und hier entsteht gerade diese dunkle Schönheit. Fat Lady heißt die auf dem deutschen Markt, diese Zigarre. Und wir schauen uns jetzt mal genau an, wie die produziert wird. Da steckt nämlich unglaublich viel Tabak drinnen. 10 Blätter rollt die Dame hier zusammen. Dann mit 2 Umblättern wird die gerollt. Und was hier entsteht, ist der sogenannte Wickel. Das heißt, Wickel ist Einlage plus Umblatt. Das Umblatt hält die Einlage fest. Und hier haben wir jetzt insgesamt 10 Tabakblätter in einer Zigarre. Das Einzige, was es noch fehlt, ist das Deckblatt. Das Deckblatt, was die Zigarre dann richtig schön seidig, ölig, glänzend macht und was sich richtig gut anfühlt, wo man auch sagt, das ist das Abendkleid der Zigarre. So, als nächstes nehmen wir uns so einen Pressstock hier, Molde sagen die hier dazu, in Peru. Dann kommen diese ganzen Zigarrenwickel hier rein in die Presse. Dort bleiben sie für 15 Minuten und dann geht es weiter, dann werden die Zigarrenwickel rausgenommen und hier mit diesem Gerät, mit dem Drawmaster, wird dann der Zugwiderstand der Zigarre getestet. Das kann man hier ganz schön sehen. Hier hat man die verschiedenen Anzeigen und das ist ein wichtiger Schritt, weil wenn die Zigarre schlecht zieht, dann hat der Zigarrenraucher zum Schluss sehr wenig Spaß an seiner Zigarre. Also hier wird der Zugwiderstand getestet.
wenn alles okay ist, dann geht es wieder hier rüber und die Zigarre oder die Zigarren oder ich sag mal die Wickel, weil es sind noch keine fertigen Zigarren, kommen dann wiederum für 15 Minuten nochmal in die Presse. So, die Zigarren sind jetzt fertig gerollt. Ich klaue der Dame jetzt hier einfach mal so eine Schablone und wir gehen damit ins Zigarrenlager, in die Schatzkammer jeder Zigarrenfabrik. Und diese Schatzkammer wollen wir gleich mal betreten und uns anschauen, was dort alles lagert. So, hier kommt sie, die Fat Lady. Licht an. Hier ist es richtig kühl im Vergleich zu draußen, haben wir über 30 Grad. Ich lege jetzt mal hier ab. Hier ist es richtig kühl, damit die Zigarren besser lagern und reifen können. Wir sind jetzt hier in der Schatzkammer der Tabacalera del Oriente. Hier lagert alles, was irgendwann einmal verkauft wird. Und zwar lagern die Zigarren hier zwischen ungefähr 3 Monaten und vielleicht bis zu 10 Jahren ab. Und ganz spannend, was wir hier zum Beispiel gerade sehen, ist eine, die wir vor kurzem hier zusammen entwickelt haben. Die heißt möglicherweise irgendwann mal Pata Negra und kommt auf den deutschen Markt. Aber bis es soweit ist, müssen noch unglaublich viele Tests durchgeführt werden. Die muss mehrfach probiert werden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, ansonsten lagern hier Zigarren für den nationalen Markt. Viele gehen in die ganze Welt raus und auch ein paar gehen nach Deutschland, zum Beispiel die hier, das ist die Texas Ecuador. Da steht dann auch genau dabei, wann sie gerollt wurde oder wann sie ins Lager kam, am 4.9.2021. Hier wird alles genau dokumentiert, das ist ganz wichtig. Und weiter hinten versteckt sich zum Beispiel auch für den deutschen Markt die Texas Maduro. Da hole ich jetzt auch mal so ein Bündel raus. Maduro ist dann die dunkle Variante. Also auch die Zigarren sind für den deutschen Markt dann gemacht, die Texas Maduro. Und die lagern hier einige Monate ab. Dadurch verfeinert sich der Geschmack und die Zigarre schmeckt einfach besser, schmeckt runder, hat wenig Bitterstoffe, weniger Schärfe und so möchte es der anspruchsvolle Zigarrenraucher dann auch haben. Jetzt kommen wir zu den letzten Schritten der Zigarrenherstellung. Jetzt wird die Zigarre schick gemacht. Jetzt kommt die Bauchbinde drauf. Dann kommt sie ins Zellophan und dann zum Schluss wird jede Zigarre entsprechend eingepackt. Das schauen wir uns hier gleich mal an. Die haben hier einen Kleber, den nennen sie Goma. Das ist wahrscheinlich Leim, so wie es aussieht. Dabei ist jetzt wichtig, dass die Bauchbinde nicht am Deckblatt festklebt, weil sonst kann sich das Deckblatt zum Schluss lösen oder einreißen. Also auch hier muss sorgfältig gearbeitet werden. Und dann ist auch wichtig, dass die Bauchbinde immer auf der gleichen Höhe ist, sonst sieht es später ganz komisch aus. Deswegen legt sie hier die Zigarren in so eine
Tabakform rein. So, nachdem die Bauchbinde aufgebracht ist, kommt die Zigarre in die Zellophanhülle. Zellophan, das bedeutet, das ist atmungsaktiv, also die Zigarre kann in der Hülle atmen und das Zellophan ist in der Regel auch abbaubar. Also nach ungefähr 8 bis 10 Monaten, wenn man es auf den Kompost wirft, dann sollte die Hülle komplett abgebaut sein. Jetzt kommt der allerletzte Schritt hier. Zigarren werden zum Schluss nochmal entweder in eine schöne Holzkiste gepackt oder als Bündelware verkauft. Hier in dem Fall ist es Bündelware. Die Sangapir-Zigarren, wie sie heißen, das ist eine relativ günstige Zigarre. Und die werden dann einfach des Preises wegen nur in Zellophan nochmal eingepackt. Und wir schauen uns gleich mal an, wie die dann hier eingeschweißt werden, wie so ein Bündel entsteht. Dann wird tatsächlich mit dem Bügeleisen das Bündel zugeschweißt. So, es ist an der Zeit, ein Abschiedswort zu sprechen, hier von der Tabacalera del Oriente. Wir haben aufgezeigt, ja, wie viele Schritte es sind, vom Samen der Tabakpflanze bis hin zur Trocknung, Fermentation, Blending-Prozess, bis hin zur Rollung der Zigarre und dem Einpacken. Ich glaube, man hat viele Parallelen auch zur Weinbranche beispielsweise gesehen, wo alles mit einer Pflanze beginnt und dann ja, aus einer Frucht, in dem Fall die Tabakblätter, ein ja, wunderschönes Genussmittel entsteht. Nur der Unterschied ist bei der Zigarre eben, dass ein richtiges, ja, man kann sagen, Kunstwerk entsteht mit viel Handarbeit, eine Zigarre, die mühsam gerollt wird. Jedes Stück ist ein Unikat. Und ja, so bleibt abschließend nur zu sagen, thank you, Chinaro. Thank you very much for showing us your Tabacalera. Thank you very much for coming. Wir sagen auf Wiedersehen von der Wiege des Tabaks, Jahrtausende von Jahren Tabaktradition hier in Südamerika, in Peru. Und ja, damit verabschieden wir uns aus dem Amazonas, aus der Tabacalera del Oriente.